Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei TIME AT SANDROCK. Nia wird heute ankommen. Ich sollte zum Bahnhof fahren. Fahren vor allem. Der Bahnhof ist literally vor unserer Tür. Aber offenbar müssen wir dafür sehr lange laden. Well, oh, look wow. who it is. I've really missed you. Let me see. All right, you seem fine. That's a start. Have the sand bandits been caught yet? Were you scared back then? I mean, I think I would have been. Was soll ich sagen? Mir geht es gut, wirklich. I hope so. You know, if you're scared, you can tell me. I won't tease you too much. But seriously, if you need to talk about it, I'm here for you. Danke, I'm fine. What's taking them so long? Is this Logan guy really as nefarious and cunning as the papers say? I hope he gets caught soon. Phew, but it's great that you're all right. You don't know how relieved I am to see your face. And oh, look, I brought you a whole bunch of stuff. But take me to the famous Blue Moon Saloon first. I'm dying to try all that sand food. I'm absolutely starving. We can catch up while eating. I have so much to tell you. Oh no. Quatscht ihr uns doch jetzt 3 Stunden voll. Ja, kann sie machen. Ich muss mich erstmal um andere Sachen kümmern. Wir haben Post vom Rathaus. Es scheint, meine Zeit als amtierende Bürgermeisterin neigt sich dem Ende zu. Von nun an werden Informationen über die Kamingespräche und andere Updates von Bürgermeisterin Trudy kommen. Morgen haben wir, wie gewohnt, zur Feier ihrer Rückkehr und um von ihren Abenteuern in der Wüste zu hören, ein Kamingespräch geplant. Ich hoffe, du schaffst das. Ja, danke, das ist auch eh schon in den Erinnerungen drin. Oh, habe ich vergessen, dich zu befeuern? Das ist natürlich ungünstig. Dann hab doch mal... Wow, da reicht einer nicht mal. Sad. Ach, du läufst mir jetzt die ganze Zeit hinterher, ne? Meinetwegen. Ich wollte hauptsächlich die Jute mitnehmen, weil wir die abgeben müssen. Und dann können wir meinetwegen zum Saloon. Da läuft eine Quest vor mir weg. Wer ist es? Avio. Achso, ja, du willst, dass ich mit dir picknicken gehe. Thanks, but no thanks. Ooh, so this is yak milk. I thought it would be gross, but it's actually deliciously good. Huh. Hauptsache, sie schieben sich morgens um 8 so ein 3-Gänge-Menü rein. It's kind of crazy. The first time I travel outside of Highwind, and it's to Sandrock of all places. After you left, I often find myself wondering about you. How your work is going, how you're dealing with the sandstorms, if you're happy, and so on. In my mind, I kind of built you up as this hero, coming to save Sandrock. Silly, isn't it? Hey, don't laugh! Ich glaube, wodurch es mir echt schwerfällt, sie als langjährige Freundin anzusehen, ist, dass dass unser Main-Character halt keine Sprachausgabe hat und halt keinen Text. Also natürlich können wir halt irgendwie Antworten geben, worauf sie dann so ein bisschen reagiert, aber du hast ja halt 0 Betonung in den Antworten drin und ich habe keine Ahnung, ob unser Charakter halt so ein bisschen am Rumschäkern mit ihr ist oder eher abgenervt ist oder so. Es ist halt so, sie führt halt einen Monolog mit uns. Das macht es halt so, nee, ja, okay. I'm serious. I subscribe to the Tumbleweed Standard, and I keep seeing your name pop up. You fixed the moisture farm, beat the googlies, or whatever they're called, and even rebuilt a bridge. It's amazing. Your ma couldn't believe it. She kept saying, "Really? Our child?" Your pa even joked that there must be someone with the same name as you here. But they're really proud of you. They're just not used to us doing grown-up stuff, I guess. You've always been kind of foolhardy, though. Always running into things before thinking.
So I guess it kind of makes sense for them to feel that way, right? Ich arbeite hart auf meinen Traum hin? Nein, eigentlich nicht. Oder? Weiß ich nicht. Wenn mein Traum ist, hier für ewig Knechtschaft für die Bewohner zu leisten, dann ja. When you talk like that, it makes you sound so mature. Ugh. You've really changed, you know. I mean, you're still you, but there's this air of reliability now. I guess I can't call you the Idol Master anymore. Was? Du kannst mich nicht mehr den Idolmaster nennen? Entschuldigung. Gut, es könnte daran liegen, dass ich im Moment auch so gut wie gar keine Idle-Games spiele, aber... Maybe when I finish school, I should also go somewhere else and expand my horizon. But, I don't know. I tend to get lonely by myself. I'll probably be homesick by the second week. Schöner Einwand aus dem Chat. Ist vielleicht besser so, dass diese Kreatur stumm bleibt. Ja, es ist nicht so einfach. Ich lade sie auf gar keinen Fall nach Sandrock ein. You don't like Sandrock? Or is there someone you're not getting along with? Where are they? Let me at him. Jan ist ein Huso. This boss of yours sounds really awful. How do the other townfolk put up with him? Don't worry, though. If I see him, I'll give him a piece of my mind. Nobody messes with my best friend. Ja, nee. Look, I'm Schon only okay. staying in Sandrock for 3 days. Then I have to go back and take an exam. I have a little request, though. Can you show me around town? I'd really appreciate the company. Oh, by the way, now that I'm finally here, anything you want to ask me? Möchte ich Sie etwas fragen? Du hast die Teeparty nicht verpasst. Die Teeparty ist heute um 15 Uhr. Wie läuft dein Studium? My studies are going really well, actually. I'm working like crazy to keep my grades up, though. Hey, are you growing any crops? I almost forgot that you're doing desert planting, right? It's so interesting. It uses completely unorthodox techniques. That's kind of what I'm studying at the moment. Unconventional farming methods. Professor Law, my master, is a lead researcher on these methods. Like, how can you increase yield and growth under the same conditions? Or even bringing crops back to life. But, his methods are still under development, so I'm bound to secrecy. Which reminds me, where is the moisture farm in Sandrock? I've heard a great many things about it, so I'm curious. If you're free tomorrow, could you go with me to take a look? Please, pretty please, with an apple cherry on top. Ich will nicht fragen, wie es meinen Eltern geht. Aber muss ich wohl. Naja. They're doing really well. You don't have to worry. When I'm around, they talk about you and Sandrock all the time. They kept wondering if you're making any new friends or getting enough sleep or eating enough. I think they really miss you. Speaking of, your ma wrote a letter. You haven't gotten it yet? Wow, I really got here that fast. Ja, du hattest auch gesagt, du kommst 2 Tage, nachdem ich euren Brief gelesen habe und du warst einen Tag später da. Oh, so I have one more question to ask. I finally get to gossip with you. Are you in love? Anyone you met in Sandrock that you like? Or maybe someone likes you? Ich bin eigentlich unglaublich beliebt. Nein, ich habe nur dich in meinem Herzen. Ich weiß nicht. Ich habe einfach hart gearbeitet. Das entspricht leider der Tatsache. Same old, huh? Still just focused on your work? Phew. I mean, not that I'm happy about that or anything. Oh, we got so caught up in talking, I completely forgot to give you your presents. Besides what your parents brought you, I brought you a couple as well. Wenn wir bei ihr die Love Interest Option hatten, wird sie safe nach Sandrock ziehen, oder? Auch wenn sie jetzt nur 3 Tage da ist. Alright, I think we've talked enough already. Let's eat up. I think I'm gonna hit the hay a little early tonight. Alright, you go do your builder stuff. I'm gonna get some rest. Okay. 10 Wasser, nice. Und Seeds und Nias Tasche. Verteidigungspunkte 8. Ist leider Trash. Schade.
Highwinder Bratreis hilft uns auch nur so bedingt. Aber sie hat Segeltuch mitgebracht. Das sehr, nee, Moment, das ist das Segeltuch, was wir abgeben müssen. Sie hat kein Segeltuch mitgebracht, nevermind. Warte. Nee, okay, ich dachte gerade, wir hätten hiervon noch irgendwie einen zweiten Stack und habe mich gewundert, warum das nicht irgendwie auf einen Stack zusammengeht. Aber das sind einfach nur Sachen, die irgendwie ähnlich aussehen und tatsächlich aber nicht das gleiche sind. Wenn wir schon mal hier sind, kaufen wir doch gerade mal Salz. Davon kann man nie genug haben. Ob wir Salz anbauen können oder Salz ernten können, farmen können, irgendwo in der Mine. Steinbruch oder so. Warum ist denn... Darf ich bitte... Thank you. Okay, mehr wollte ich doch gar nicht. Captain sieht mit seinen Mini-Stulpen halt auch einfach ein bisschen lustig aus, aber okay. So, wir hatten irgendwie noch eine andere Sidequest, die wir abgeben können, ne? Ah ja. Ja, natürlich am anderen Ende der Stadt. Und wir müssen um 15 Uhr wieder im Blue Moon sein. Und wir können theoretisch auch neue Aufträge mitnehmen. People are gonna keep making wealth. 15 Uhr ist halt so eine blöde Zeit. Da kannst du halt gefühlt nirgendwo was Sinnvolles machen. Ich habe deinen Auftrag Thank fertig. you. Und wo du schon mal da bist, möchtest du mir ein Rezept verraten? Brot. Wow. Na, ich habe wohl aus Versehen eine neue Leckerei gekocht. Brot. Ist halt so, was ganz Exquisites. Brot. Ja, cool. Sag mal, wie man Brot backt, danke. Without Peach, we'd all be singing the blues. Oh man. Gehen wir in die USA, da bekommst du echt kein gescheites Brot. Ah, fair point. Jan gar nicht da. Bronzestangen hätten wir sogar. Oh, er braucht ja aber in Qualität selten. Die müssten wir aufwerten. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wolltuch haben wir nicht. Können wir maybe machen. Weiß ich gerade nicht. Schalltafel bringt halt Geld, nervt aber hart. Haben wir genug? Wir haben gerade ganz viel Kupfererz geholt, passt schon. Hartholz sollten wir hoffentlich auch haben. Dass wir nicht vom Zug überfahren werden. Wir haben heute nichts gemacht, ne? Wir sind irgendwie direkt vom Aufstehen zum Bahnhof und haben hier notdürftig ein bisschen Stuff eingesammelt, aber so ernsthaft. Wir müssen auf jeden Fall die Felder noch ein bisschen, also müssen nicht, aber wir können die Felder auf jeden Fall noch ein bisschen gießen. Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Das ist halt auch so eine Sache, du kannst halt keine großflächige Landwirtschaft betreiben, solange wir halt nur so wenig Wasser haben. Also, that's not gonna happen. Wir könnten gerade mal ein dickes Seil machen. Nicht, dass wir es brauchen, aber wenn wir es brauchen, haben wir es. So, und dann... Krass. Haben wir gerade einfach mal irgendwie 15 Wasser verballert? Das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich.
Okay, aber dafür ist das jetzt alles erstmal fein. Und dann müssen wir auf jeden Fall alles sortieren, bitte. Wir haben so viel Grütze im Inventar. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es keinen Sinn macht, sich eine vernünftige Ordnung anzulegen, sondern man halt einfach alles irgendwo reinschmeißt. Es macht es natürlich auch weniger krampfig, keine Frage. Da haben wir nicht gerade erst 2 neue Kisten gemacht, wie können die schon wieder voll sein? Okay. What the heck? Holzkiste. Oh. Kupferbarren? Wirklich? Irgendwas ist ja immer. Okay, mach mal bitte Kupferbarren. Erstmal 5 Stück. Was möchtet ihr denn jetzt alle mit der Quest von mir? Du machst mal bitte 10 davon. Und du machst bitte auch nochmal 5 davon. Und du machst... Offenbar brauchen wir verstärktes Glas. Dann machst du 3 verstärkte Glas und 5 Stahlstangen hinten dran. Du kannst doch garantiert noch mehr Plastikschrott durchjodeln. Jawohl, das kannst du. Und wenn du schon dabei bist, mach doch gleich nochmal 13 hinten dran. Oh Gott, Ressourcenmanagement, ey, Hilfe. So, du kannst mal die Holzreste machen. Ein Teil zumindest davon. Wir könnten echt bald mehr Recycler gebrauchen, ne? Oder zumindest bessere. Was kosten das Aufwerten? Bronzerahmen. Aber warum denn Bronzerahmen? Die sind so teuer. Wo ist er denn? Aus Nieten. Na gut, dann machen wir das wohl. Nee. Achso, doch, es ist vielleicht sogar richtig. Du machst gerade mal 5 davon, wenn wir schon dabei sind. Bronzeniten müssten trotzdem hier sein, ne? Mhm. Ja, machen wir ruhig 5, das ist schon okay. So, und was haben wir denn für Quests, wo mir die ganze Zeit nur angezeigt wird, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das machen wir fertig. Warum sagt mir denn... Ach so, brauche ich hier noch Stuff? Ah, okay. Auftragsverfolger. Ein praktisches Gerät, mit dem du Aufträge bequem von zu Hause aus verfolgen und annehmen kannst. Oh, das heißt, wir müssen nicht mehr in die Handelsgilde laufen? I like that. Das macht vieles einfacher. Wo stelle ich denn das hin? Wir müssen ja eh nicht an die Kisten, ne? Können wir genauso gut da einstellen. Ja, das ist nice. Wenn wir sie jetzt auch noch hier abgeben könnten, wäre ich glücklich. So, aber das wird wohl so nicht funktionieren. Gut, das läuft alles ein bisschen... Ich wollte kurz an die Kochstation gucken. Ah, wir können hier auch einfach, also statt zu experimentieren, können wir hier auch einfach Rezepte machen. Wir müssten mal fischen gehen, wenn wir Fischbrei machen wollen, ne? Und das können wir sogar machen. Was bringt denn das? Verteidigung. Mehr Schaden. Halt Ausdauer. Damn, das sollten wir machen. Halt einfach mehr Ausdauer.
Ah, wobei, das gibt 15 Ausdauer, das ist gar nicht so viel. Das ist echt nicht so viel. Lebenspunkte, Ausdauer plus 10. Okay. Lebenspunkte. Brot macht Crit-Chance, okay. Es gibt echt nur zwei Gerichte, die Ausdauer machen? Das Essen im Porsche war irgendwie stärker, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, dafür ist es zu lange her. Aber ich meine, wir brauchen halt wirklich selten Healing. Was wir halt brauchen, ist Ausdauer. Und da kann ich halt entweder den Schmarrn machen, was 15 bringt, oder den Kram, was 10 bringt. Ich weiß gar nicht, wie viel bringt ein Dörrfleisch. Können wir gerade nicht machen, ne? Da können wir nachgucken. Ich meine, Dörrfleisch bringt auch 10 Ausdauer. Und dafür brauchen wir halt keine Kochstationen und kein Wasser und keine Energie. Und halt vor allem nur Fleisch. Und nicht noch weitere Zutaten. Ich meine, das bringt immerhin 15. Dafür müssen wir aber halt dann auch noch Reis und Sojasauce da reinpacken. Das bringt halt 10. Weiß ich halt nicht. Vielleicht halt es mehr, wenn die Quali steigt. Ah, maybe. Ziemlich sicher sogar. Na, gucken wir mal. Wir müssen 15 Uhr im Saloon sein. Ist bis dahin der zweite Hartholzstock fertig? Probably not, oder? Ja, doch, müsste eigentlich. Reichen die Nieten schon für den Bronzerahmen? Nein, ich dachte, wir hätten noch 2 auf Tasche gehabt. Also ich wusste, dass wir 4 brauchen, aber ich dachte, wir hätten noch 2 gehabt. Hatten wir aber nicht. Bedauerlich. Tja. Ich glaube, erkunden schieben wir auch auf morgen. Beziehungsweise mal gucken, wie lange der andere Kram dauert jetzt. Mehr Kupferbau. Sehr gut. Okay. Stock ist fertig. Wie lange braucht die Niete noch? Perfekt. In that case gehen wir kurz. Nee, gehen wir kurz hier hin und hier hin. Und craften das Ding. Und verbessern den Kollegen kurz. Der verliert dann seine ganze Queue. Das ist ja Mist. Na, meinetwegen. So, aber dann ist der zumindest mal aufgewertet. Das ist ganz cool. Und dann nehmen wir dich bitte einmal mit. Beides schaffen wir vor 15 Uhr, glaube ich, nicht mehr. Oh, wir müssen auf jeden Fall zu Chief, fällt mir gerade ein. Wir müssen Forschung in Auftrag geben. Hey, Grace. Howdy. Thanks. Dass die ständig neue Töpfe braucht, ne? Kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Muss hier nicht das Forschungszentrum irgendwo sein? Am I stupid? Hier ist es. So, dann... Ja gut. Spreche ich dich an, ist mir auch egal, ob ich das jetzt bei der Maschine oder bei dir mache. Was wollen wir denn? Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas davon dringend brauchen. Also wollen wir erstmal das zweite Tier fertig machen.
Oder holen wir uns die fortgeschrittene Werkbank? Wie lange braucht die? 5 Tage. Oh, Schmiedemaschine, die die Herstellung von Waffen durch Erhitzen Okay, Herstellung von Waffen ist natürlich interesting. Schmiedemaschine ist. Und gerne auch. Naja, komm, dann ist die morgen fertig. Herstellung von Schmuck ist halt so, ja, weiß ich nicht. Erzeugt Energie, indem er fast alles verbrennt. Das Ding könnte auch noch echt ganz interessant sein. Wenn das so ähnlich funktioniert wie ein Porsche, können wir da nämlich... Also dann müssen wir... Beziehungsweise dann können wir wahrscheinlich irgendeinen Grid festlegen, wo das Ding halt automatisch Maschinen mit Energie versorgt. Und dann müssen wir halt einfach nur Brennstoff in das Ding reinwerfen und müssen uns nicht um Energie von jeder Maschine einzeln kümmern. Das ist halt deutlich bequemer. Das wäre auf jeden Fall eine Sache. So. Dann müssen wir mal zum Blue Moon Saloon. Da ist in 20 Minuten Stimmung. Ich gehe da einfach rein und warte, dass es 15 Uhr wird, ne? Es ist eh fast 15 Uhr. Cool. Vielleicht muss ich um 15 Uhr vor dem Saloon sein. Oder ihn um 15 Uhr nochmal betreten. Ja. Sorry I'm late. You're fine. We just got here a little early. Ooh, what have we here? You brought our fine associate to the tea party, have you? Meeting the friend group already? Things must be getting pretty serious. Wir sind lediglich Freunde. Pablo's just teasing. You'll get used to it. And why the third degree, Pablo? Sounds like someone's jealous. Couldn't tell you. I've never had to be jealous. I'm sorry. I've been so preoccupied with work lately. It's been so long since I've been able to come. Well, while we're doing confessions, you've been away for so long I was forced to open up auditions for your replacement. But you know, when certain entrepreneurial gentlewomen hear they have to spend a little on the premium tea and dessert, they backed out. It seems not many in this town are interested in refining their palate. So you're safe. For now. I see. I suspected your response to my absence would be less than charitable. As such, I've brought a present for each of you, as an apology. Aha! Her tact is surpassed only by her beauty. Very well, Miss Amira. The club curator recognizes your gifts. All is forgiven. Boah. Seconded. And wow, this gift box is just stunning, Amira. Wait, there's more inside? It's a small teacup, handmade as you might expect. Look, I engraved your names on them too. The builder helped me create the fragrant satchels, so you'll always be able to enjoy a pleasant aroma that should pair nicely with any tea leaf. Very personal. I approve. Ich fand Pablo ja eigentlich mal ganz unterhaltsam, aber boah, hat er hier gerade einen Stock im Arsch. Ja, unfassbar. You must join us for tea. If not only for your charm, because I've grown weary of these two beauties. Give me something new to look at. Right back at you, sunshine. Yes, do please join us more often. I feel like you'd be a suitable member for our tea party. Pablo, as he mentioned, is the leader. Heidi and I are his knights. And together we call ourselves The Fleeting Youth Tea Society. Oh, wow. Wollt ihr euch nicht irgendwie The Knights of the Cringe Table nennen? Fleeting, as in swift. We are all that remains of the vibrant artistic Sandrock scene that once was. So it goes without saying we're always on the lookout for new members.
Ja, ich habe nicht so viel Ahnung von Kunst. Honey, Bye. there's a line where modesty tips into pride. Nonsense. You are a creator. And creation is the art of life. Amira is absolutely right. You've got my vote too. Very well then. Let the induction ceremony begin. Nein, ich will nicht. Great. Well, today's on me then. I've always wanted to celebrate a new member. I don't want to. Heidi, you can't keep doing this. Come on, Ami. Who are we to turn down our big fancy architect's kind offer? Quickly now. A toast before she changes her mind. Toast what? This is tea, not yak milk. All right. Well, to our success. Success. Come now, that's a given. Let's toast to something better. As our newest member, why don't you make a toast? Wow. Oh Gott, ich sterbe. Exactly what I was thinking. Yes, very good. And quick addendum? To Sandrock becoming the art capital of the Free Cities. You're just going to leave it there? Surely your story isn't over. When it comes to my own tea, I prefer sipping to spilling. Oh, come on now. Just a hint. What happens in Walnut Grove stays in Walnut Grove, my darlings. What? She didn't. She did. She wouldn't. She would. Goodness. I thought she was a nun. She was. They're Was? actually doing really well. Was They passiert have their hier? own company and everything. Oh It's Gott, ja, Boring. okay. Amira. Which one? Random Gossip, den wir nicht nachvollziehen können, weil sie keine Namen nennen und es sich auf Leute bezieht, die wir nicht kennen. Danke, bye. It's lovely to have new members. Till next time. Bye, everyone. I really have to get back to work, though. That was lovely. And I think our gifts were a hit. Nun, es war deine Idee. Pablo is a lovely man. But he must be appeased from time to time. I know only from experience. In any case, I do hope you'll stop by again. Take this with you, and welcome once again to the Fleeting Youth Tea Society. Ich wollte nicht beitreten. Ich wollte höflich Nein sagen. Habt ihr leider nicht verstanden. Schade. Ha. Thanks. Boah, war das eine furchtbare Veranstaltung. Alter. Fett. Ich mochte Heidi ja eigentlich ganz gerne. Aber, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Christoph, vielen Dank für 55 Monate. Holy shit. Dankeschön für fast 5 Jahre Support. Vielen Dank. Hauptsache, sie heißt einfach Klo. Was für ein Scheißname. Okay, was machen wir denn heute noch? Wir haben noch ultra viel Ausdauer, aber nicht mehr ultra viel Tageszeit. Oh, hi. Dich hatte ich völlig vergessen. Was sagt denn die Map so? Wir könnten zum Mord Fotos abgeben. Oh, ich würde gerne Sidequests loswerden einfach. Also ich würd die Ausrufezeichen einfach gern loswerden, auch wenn das eigentlich Sachen sind, die ich nicht machen möchte. Aber ich möchte einfach gern weniger Stresspunkte haben auf der Map. Es ist halt auch nicht so, dass du Sidequests ablehnen kannst. Du kannst halt sagen, ich mache die nicht jetzt und dann musst du sie aber, also musst nicht, aber dann machst du sie halt irgendwann später. Na komm, nach der Cringe-Tee-Veranstaltung können wir mit dir auch picknicken gehen. Ah, I don't suppose you've changed your mind about the picnic? Wonderful! I knew you'd see the light! Not to be confused with the light. I like to keep church and picnic separate, you know? Now, before we arrange a time,
certain preparations must first be made. Certain preparations für ein Picknick. My sister is quite easily annoyed. Trust me. Which means we'll have to be careful to make this practically perfect in every way. For a proper picnic, of course, a basket of the picnic variety must be provided. Furthermore, said picnic basket must have picnic refreshments within. However, for now, I have none of these. What to do? Whatever shall I do? Wonderful! I'd imagine with those amazing crafting skills of yours, you'll be able to make us a basket the envy of picnickers across the land. Oh, fantastisch. Und dann werden wir uns mit einem frisch gemachten Picknickkorb und tollen Leckereien auf die Wiese setzen und anschließend in den Sonnenuntergang tanzen. Ach, das wird mein Herz erquicken. Boah, Alter, ich brech dir gleich in die Tasche, Junge. Meanwhile, I can head over to the Blue Moon and get us a good deal on the delectables. Owen owes me a couple of favors. Here you are, one recipe for a picnic basket. See? I did think this through somewhat. Und dann kommt auch noch Lautsprecher-Sandy an und quatscht in den Hintergrund. Once you're done, let's just go meet at the ceramic gate and pick Amira up. Oh, and let's try to get out in the next couple of days. I'm worried the Samswords might be picking up again. See you soon. Ich finde, also Fan von Teeparty, wo es im Chat gerade steht, magst keine Teepartys und kein Picknick. Ich finde Picknick halt fein. Ich bin tatsächlich kein Riesenfan von Teepartys, also einfach, weil ich kein Teetrinker bin. Mein Problem ist einfach, ich finde die Leute anstrengend. Also ich habe halt so eine ganz andere Definition von Spaß als die. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Also nicht nur mein Charakter, sondern ich grundlegend. Ah, ja, natürlich, da müssen wir auch noch hin. Mein Spaß ist Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Nein, nein. Der Spaß von Roswitha ist Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Mein Spaß sieht definitiv anders aus. Muss ich um 18 Uhr drin sein? Muss ich es um 18 Uhr betreten? Das ist dann wieder so die Sache, wo man... Ich warte mal bis 18:01 Uhr und gehe dann rein. Das ist... Hey, we got started without you. Hope you don't mind. Entschuldigung, dass ich pünktlich war. So, yeah, like I was saying, I've tried everything. Drilling, heat, dropping it off the crane lift. Yes. I don't suppose you have a steel ball on you, do you? Oh, sure, but... What the... we... Here's your bar back. Thank you, Director. Whoa, look at all this old stuff. And there's a letter. I hope you're reading this under the light of the sun again and not still from the darkness. It's been 60 years since that event, which some people are starting to call the Day of Calamity. I hope this capsule can travel through time and show that whatever happened, there was some warmth in these dark times. Wishing you luck and a bright sun, Hicks. By Peach! It's a time capsule from the Age of Darkness! From right around the time of the first builder, Victor! What are the odds of us finding this? Wow, and everything here is preserved perfectly. What do you want to look at? Ich gucke mir den Kraftstein mit einer Notiz an. Ein Kraftstein wie der andere, wahrscheinlich noch brauchbar. Auf dem Zettel steht, benutze ihn, um Energie zu erzeugen.
Vielleicht war Hicks besorgt, dass die Menschen in Zukunft die Verwendung von Kraftsteinen vergessen könnten. Was soll ich sagen? Das ist eher so, was ich mir angucken soll, oder? Die Spitzhacke. Ist ein ganz normaler Spitzhammer, gefertigt auf Steinbasis. Vielleicht hat Hicks nie gelernt, etwas Robusteres als das zu machen. Oder vielleicht wollte er sich nicht von einem seiner besseren Werkzeuge trennen. Der hölzerne Griff ist ein bisschen locker, macht sich aber in Anbetracht seines Alters ganz gut. Er weist keine Anzeichen von Verrottung auf, was darauf hindeutet, dass die Schachtel luftdicht verschlossen war. Und das Handbuch. Der Titel lautet Rückgewinnung der Technologie der Vergangenheit von Victor. Dies ist wahrscheinlich eine Kopie eines der Originaldokumente des ersten Handwerkers. Es ist dasselbe Buch, das die meisten Handwerker lesen, wenn sie mit ihrer Lehre anfangen. Der Titel lautet Rückgewinnung der Technologie der Vergangenheit von Victor. Dies ist wahrscheinlich eine Kopie des Textes, den ich eben gerade schon gelesen habe. So geht es den meisten Leuten, die dieses Spiel spielen. Sieh dich um. Es ist eine Szene aus der Apokalypse, aber es ist auch eine Schatzkammer voller Wunder. Wenn die Menschheit diesen dunklen Winter überleben soll, müssen wir die Technologie, die wir noch aus der Zeit vor dem Krieg übrig haben, voll ausschöpfen. Victor wusste wirklich, wie man auf der Sonnenseite des Lebens bleibt, auch ohne Sonne. Es ist eine Bauanleitung, die von den ersten Handwerkern verwendet wurde. Sieht nach einem einfachen Ofen aus, der sich nicht so sehr von deinem unterscheidet. Ich habe genug gesehen, danke. Unfortunate. Based on the approximate age of the box, I was hoping we'd find something undiscovered. These are all objects of interest, but I'm afraid none are particularly unique. Was meinte Mian vor 2 Tagen? This letter has a bunch of stuff about gangs and hurting people. Director, was the Age of Darkness really that bad? Ah, I hadn't realized you had failed your history classes. How surprising. Allow me to enlighten you. Oh no. Yes. In fact, this letter is rather tame in its descriptions. In the first 50 years after the Day of Calamity, the surviving population were lucky to locate even one proper meal per day, resulting in desperate panic and constant tribe-like warfare over resources. In combination with the poor nutrition, poor hygiene, and lack of sunlight, which led to various physical ailments and illnesses, the result was the lowest average life expectancy in human history. All in all, the era is quite suboptimal for research, and I, for one, am rather glad to exist currently. Gosh, that sounds so horrible! But at the same time, it really is amazing there were people back then like Hicks here who never lost hope. Can you imagine? If it wasn't for heroes like Hicks and Peach, we might still be underground and worrying about where our next meal might come from. Director... Social history is not exactly an interest of mine. I suggest if you have more questions, you do your own research or someone who cares. Sure, Director. Thanks for all your help. Wow, what a find! I knew a bit about the Age of Darkness, but this is my first time getting such a hands-on experience with history. Oh, toll! We need to try hard to carry on the legacy of these people from the past. That gives me an idea. Say, why don't we make our own time capsule? It could be our chance to contribute our knowledge and experiences to the people of the future. Director, could you draw us out a... No. Fine. I mean, it's just a box. How hard could it be to come up with a design? Why don't you let me figure out what it's made of, and I'll send you a diagram as soon as possible. Klingt irgendwie langweilig. Sorry, I really thought you'd be into it. Nope. Oh nein, aber wir müssen das machen, ne? Sonst wird sie das auf ewig als Ausrufezeichen behalten. Oh, warum kann ich nicht Sidequests einfach ablehnen? I haven't finished the design yet. I Ja, knew you'd klingt be toll. while your work anyway. Okay. By the stairs! By the stairs! Don't forget to check out the most general store around. By the stairs, where everything's always on sale. Come on, Arvio. Everything's on sale
Das hätte ja klappen können. Is the mic on? Dieses scheiß Kamel verfolgt mich überall hin, ey. Ist unfassbar. Ja, cool. Wir müssen einen Picknickkorb machen. Immer noch besser als Blumenwaffen? Weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht bin ich einfach nur alt und verbittert. Das kann auch gut sein, ja, das möchte ich nicht ausschließen. Aber irgendwie sind mir die Charaktere alle so ein bisschen zu sehr drüber. Also auch nicht alle, aber viele Charaktere sind irgendwie so ein bisschen zu überdramatisch in Hinsicht von, oh, wir haben eine Zeitkapsel gefunden, oh, das ist so krass, oh, die Geschichte damals, oh, das war alles so schlimm. Ich denke mir so, ja, schon, aber wo mache ich denn den Picknickkorb eigentlich? Ist gerade eher das Gefühl, es nervt mich alles. Ja, habe ich das nicht gerade gesagt? Ich bin halt... Ich glaube, du bist einfach alt und verbittert. Okay. Okay. Vielleicht bin ich das einfach. That's fine. Wo machen wir jetzt... Mondscheinpicknick? Amira, my dear sister. Come now, you said... I know what I said, Arvio. This order has an exorbitant fee attached to it, and must be completed immediately. I'm surprised I have to explain there are things more important than picnicking. You've been working past sundown like this for days now. When does it end? Look who's here. We prepared everything for this picnic together. Come out and take a break. You'll thank yourself and me later. Good. You prepared it together. You can go together. You won't be needing me. Now, if you please, I must return to my work. Won't be We did this for you, not for ourselves. I invited the builder because I knew they'd make this event that much more special. I know you're older than me, but I'm your brother. It can't always be you taking care of me, you know? What? Das, was er im Englischen gesagt hat, ist nicht das, was da im Deutschen steht, oder? I'm aware, Arvio. It is not my intention to question that. I'm sure you'll get a chance to take care of me. Soon. Just not today. So, if you please... Tell us about the order. What more do you have to do? It's for Pablo's friend in Atara. He's working on a display for a flower festival, and wants his booth to stand out. The main pieces are finished. Now I just have about 10 or so more standard urns for the more common plants. 10 standard urns? They want to custom make and ship standard urns all the way to Atara? My craftsmanship is esteemed. My sister, know that my love for you is great and my respect for your talents is never ending. But an urn is an urn. This is a matter of quantity over quality. Are you thinking what I'm thinking? You really mustn't bother yourselves with this. I'm afraid we really must. It's as they say back home. 3 heads are more than none. If you and I help out, we can finish this task in no time. And our lovely Rose here won't be forced to wither away. And instead, join us in the coruscating sunshine. What do you say? Ich finde halt das Ereignis prinzipiell total fein, dass wir halt eigentlich irgendwie zusammen was machen wollen. Und das Problem ist, dass sie halt dringende Arbeit zu erledigen hat
Und wir dann sagen, okay, cool, dann helfen wir dir, dann bist du früher fertig und wir gehen dann zusammen picknicken. Das ist halt absolut fein. Aber warum muss das in so einen Dialog verpackt sein und unsere schöne Rose hier muss nicht verwelken, sondern wird sich zu uns in die strahlende Sonne gesellen? Das ist halt, come on. All right, our hands are your hands, Anne. So come on, let us help. Ich habe halt irgendwie gerade so das Gefühl, so alle Leute, also nicht alle Leute in dieser Stadt, aber viele Leute, mit denen ich rede, sind halt so Sekt und Schnittchen und ich bin eher so die Curry Pommes, weißt du? Ich passe da einfach nie rein. It seems there's no stopping you two. Alright. I believe it is as you say. With more hands, I can get ahead on this order. And as such, I might be willing to take the day off tomorrow. Woohoo! However, you must follow my instructions carefully. Simple or not, everything that comes from my shop has my name on it. Despite your good intentions, I won't have my reputation dragged through the mud. Understood? Dear sister, the only thing getting dragged through the mud today is... Your mom. Clay! Ja. Na, wie wir helfen. Fantastisch. Oh, wir machen tatsächlich was im Hintergrund. Ah, that makes how many? 10? 12? Ow, I'm really sore out here. Wie viele sind das? Und im Englischen sagt er halt 10, 12 und im Deutschen steht 100? Wer übersetzt das? We should let them dry for now. I must say, I'm impressed. You took to the wheel like an old hand. Hey, don't forget about me. My hand is old too. Of course. Thank you too, Arvio. This was your idea in the first place, wasn't it? Now, I suppose I must be true to my word. Aha! And ask of you, is everything set for the picnic tomorrow? Oh Gott, dann müssen wir morgen nochmal mit denen losziehen. Of course. Would you look at this fabulous basket the builder brought? I've made the order at the Blue Moon. I'll just pick everything up on my way over tomorrow morning. Ciao. That sounds delightful. I look forward to seeing you too. Don't be late. See you. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir so natürlich auch eine ganz gute Möglichkeit, halt Leute als Love Interests auszuschließen. So. Es ist doch auch was. Nee. Oh, I've never seen you around. Did you come here to see good old Yan? Are you Mr. Yan, the builder's boss? It's actually President Yan. But yes, you're not wrong. So, you're the builder's friend? Good. Are you by chance interested in becoming a builder here? It's fun, it's enriching, and you could get to work with a friend. I might even be able to move some numbers around and squeeze out a budget for an extra workshop. So, what do you say? Why don't you and I go inside for a little powwow? Oh, schwierig. Hey, look who I found. It's President Yan. He even suggested I try out as a builder. Haha!
Well, it's always a pleasure to show off my commerce guild, especially to such a beautiful young lady. Gott, was für ein Creep. Thank you very much. Nein. Schwierig. Ich vertraue Jan halt gar nicht. Aber hey, viel Spaß beim Plaudern. Mal gucken, was passiert. A devil! A devil, I say! What's wrong? President Yan, why are you crying? I thought we had such an enlightening conversation. Don't let me see this girl again! Builder, you just keep her away from me! Well, that was certainly a fun conversation. For me. Were you worried about me just now? It's fine. I can handle myself. Now, I'm gonna go explore a little more. See you later. Okay. Warum haben wir plus 5 Beziehungspunkte bei Jan bekommen? Das macht gar keinen Sinn. Das macht halt wirklich gar keinen Sinn, aber okay. Weil ich ihm vertraut habe? Nein, ich habe Nia vertraut, nicht Jan. So, und dann bauen wir doch auch noch einen Spiegel für unseren Lieblingssaftsack. Das sind gleich zwei Sidequests? Ach so. Hey there, Skinny! Ready for that one-on-one combat as you wish? Nee, der hat gleich 2 Sidequests für uns. Das wird halt nicht besser, ne? How's the mirror coming, Skinny? The ever reliable. Ich schmeiß mich hier einfach vom Dach her. Ja, ich weiß, wir haben das Kamel am Start, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin in der Stadt einfach schneller. Also schneller zu Fuß. Okay, für den fortgeschrittenen Spiegel muss ich mit Chi sprechen. Da hätte ich vorher drauf achten sollen. Ich dachte, ich kann jetzt einfach einen Spiegel craften gehen. Okay, es ist nach 22 Uhr. Wir können auf gar keinen Fall heute noch mit Chi sprechen. Forget it. Not gonna happen. Na, dann lass doch noch ein bisschen Ausdauer verbrauchen. Ich habe gerade Lust, was Schönes kaputt zu machen. Wir müssen ja auch wieder Leder herstellen. Wir haben ja fast alles Leder verballert, von daher macht es ja auch einfach nur Sinn. Was steht denn da rum? Oh, Tomaten und Kartoffeln. Und noch mit Tomaten. Okay. Neat. Okay, dann noch ein paar Steine. Why not?
Fällt dir jetzt das auf, dass von den Würmern wirklich nur der Kopf aus dem Sand rausguckt? Für um die Uhrzeit noch angeln gehen kann, wenn ich den Teich finde. Wobei, wollten wir ernsthaft kochen? Habe ich die Falle überhaupt dabei? Hätte ich sogar. Vielleicht spawnen nachts ja andere Fische. War das nicht irgendwo hier? Dann können wir auch gleich noch ein bisschen Trockenfleisch machen, das ist ja auch ganz fein. Ja. Oha, Heat Chunky. Wir haben nur einen bekommen. Okay, jetzt fein. Na dann. Immerhin etwas. So, und dann... Boah, will ich diesen Tag, glaube ich, einfach beenden, oder? Können wir jetzt noch fix irgendwas kochen? Wir können auch nur mit dem Kleinen kochen, ne? Mit dem Großen können wir halt nicht. Das ist halt super weird. Mach mal Fischbrei, einfach damit du was gemacht hast. Du nicht absolut nutzlos rumstehst. Du bist fertig mit Stahl. Kannst du noch mehr Stahl machen? Absolut. Perfekt. Dann mach das gerne. Wie sieht's hier aus? Ja, ich sollte mich ausruhen, ich weiß. Machen wir. Aber Hauptsache, wir kriegen noch ein paar mehr Ressourcen an den Start. Boah, das war ein anstrengender Tag. Ich weiß nicht, der hat mich nicht glücklich gemacht. Zu viel Social Interaction, zu wenig Work. So. Aber gut, habe ich mir selber so ausgesucht. Ich finde es, glaube ich, ganz angenehm, wenn ich die Sidequests erstmal aus dem Weg habe und dann einfach in Ruhe was anderes machen kann und halt nicht irgendwie so jeden Tag denke, so, ich würde gerne irgendwie 5 Sachen gleichzeitig machen. Von daher, schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.